Herzlich willkommen auf dem Kanal Platzhirsch Survival. Auf die heutige Folge habe ich mich schon sehr lange gefreut, denn ich möchte euch heute zeigen, wie ihr mit einfachen Handwerkzeugen und wenig Geld euer eigenes Survival-Messer oder Outdoor-Messer gestalten und bauen könnt. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Als erstes besorge ich mir das Grundmaterial für den Bau des Messers. Da habe ich hier allen voran 2 kleine Stücken Holz. Ich habe mich hier für Thuja entschieden, weil das eine sehr schöne Maserung hat und ich denke, dass das am Ende am Griff sehr gut aussehen wird. Als zweites habe ich hier so eine kleine Tüte voll mit goldfarbenen Messingnieten. Die kann ich benutzen, um später die gebohrten Griffschalen an der Voll-R-Klinge zu befestigen. Und last but not least habe ich hier 440C Stahl Voll-R-Klinge als Rohling, das heißt, ist noch nicht geschliffen oder poliert. Mit dem 440C Stahl und dem Thuja Maserholz habe ich mich schon für relativ hochwertige Materialien entschieden. Trotzdem haben die zusammen im Einkauf nur ungefähr 40 € gekostet. Ein vergleichbares Produkt aus solchen Materialien in der Serienfertigung würde fertig ca. 70–80 € kosten, und wenn man es bei einem Messerschmied in Handarbeit als Einzelfertigung machen lässt, dann ca. 140 bis 200 €, je nachdem, bei wem man es vielleicht anfertigen lässt. Also selber machen spart auch eine Menge Geld. Abgesehen von den Grundmaterialien brauche ich natürlich noch ein bisschen Werkzeug. Dazu brauche ich einen Akkuschrauber, einen Bleistift, eine Handsäge, eine oder mehrere Feilen, Schleifpapier, ein paar Leimzwingen und einen sehr festen 2-Komponenten-Kleber oder 2-Komponenten-Epoxidharz. Im ersten Schritt fixiere ich die Klinge schon mal mit 2 kleinen Leimzwingen an den Griffschalen, damit ich mir in Ruhe mit einem Bleistift die Konturen umreißen kann und hinterher gleich die Bohrungen setzen kann mit dem Akkuschrauber. Bei der Bohrung der Löcher muss ich darauf achten, exakt von oben anzusetzen. Und im 90°-Winkel zur Klingenfläche genau reinzubohren, damit später die Nieten passen. Weil wenn ich den Winkel jetzt verziehe und schräg reinbohre, dann kann ich später nicht mehr die Messingniete durch beide Griffschalen und durch die Klinge gerade durchführen. Passt dann nicht mehr. Die Löcher sind gebohrt. Jetzt geht's ab in den Keller zum Aussägen der Basiskonturen. Ich habe die grobe Form des Griffs jetzt ausgesägt, aber die Feinheiten müssen halt mit einer Feile gemacht werden. Wie diese Halbrundung hier zum Beispiel vorne, was die Fingermulde wird, das kann ich halt nicht aussägen. Das wird dann rausgefeilt mit einer halbrunden Feile. Nachdem ich mit der halbrunden Feile die Fingermulden ausgefeilt habe, passt jetzt schon alles relativ gut zusammen. Ich habe hier 2 4 mm Bohrer einfach mal in diesen Löchern drinne stecken lassen, damit ich sehen kann, an welchen Stellen Holz übersteht. Und das feile ich jetzt einfach noch runter und glätte dann alles mit Sandpapier. Bevor ich es verniete und verklebe.
Sobald alle Oberflächen eben sind, kann ich hier anfangen, die feinen Konturen auszuarbeiten und die Details, so dass es später einen ergonomischen Griff hat. Also hier und dann hier die Ecken abzurunden. Scharfe Ecke, abgerundete Ecke. Ich bin jetzt soweit fertig mit den Konturen, so dass meine Griffschalen mir gut gefallen. Sie sind noch nicht fein poliert. Das kann man aber später noch problemlos machen. Und hier setze ich jetzt so ein bisschen ein größeres Bohrloch, also größer als die eigentliche Niete im Durchmesser ist, weil oben der Kopf rein muss. Das heißt, ich kann das nicht ganz bis in die Tiefe bohren, sondern nur so ein paar Millimeter. Und da bohre ich halt mit einem 8er Bohrer anstatt mit einem 4er. Das mache ich jetzt hier noch, da noch. Für die Verklebung rühre ich mir jetzt meinen 2-Komponenten-Leim an. Gut durchmischen und dann muss alles schnell gehen. Das Zeug zieht innerhalb von 5 Minuten an. Jetzt kommen die Nieten ins Spiel. Die werden mit einem kleinen Schlosserhammer in die Griffe eingehauen. Beim Verpressen von den Griffschalen kann es passieren, dass Reste von dem 2-Komponenten-Kleber auf die Klinge geraten und da solche Flecken hinterlassen. Die werden jetzt einfach mit ein bisschen Verdünnung entfernt. Wenn die Griffschalen getrocknet sind, dann gehe ich hier mit zunächst grobem Schleifpapier und dann später mit feinerem über die Griffe und auch über die Klinge, und damit kann ich den Griffschalen einen feineren Schliff verpassen und ich kann gleichzeitig überschüssige Klebereste von der Klinge runterpolieren. Ich habe hier angefangen mit einem 40er, bin jetzt zu einem 80er gewechselt und mache dann mit einem 200er gekörnten Schleifpapier die Schalen richtig glatt. Ich habe die Griffschalen sauber und ordentlich geschliffen. Jetzt kam noch eine Schicht Klarlack drauf, um ein glänzendes Finish auf die Griffe zu bringen. Und das schützt natürlich auch das Messer nachhaltig vor den Witterungseinflüssen, denen es draußen ausgesetzt ist. Den Klarlack lässt man einfach trocknen und dann sollte das wie folgt aussehen. Damit das Messer seine endgültige Gebrauchsschärfe erreicht, wird es jetzt noch am Wasserstein abgezogen und hinterher am Lederriemen. Was ich euch hier im Video in wenigen Minuten gezeigt habe, ist in der Realität natürlich stundenlange Handarbeit. Insbesondere das Abfeilen und Schleifen ist schon eine sehr langwierige Arbeit, wenn man wirklich ein symmetrisches
und schönes Ergebnis haben möchte. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Bei der Auswahl der Materialien und der Klingenform sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt und ihr könnt euch ein Messer so gestalten, wie ihr es individuell möchtet und braucht, in allen Farben und Formen, die man sich nur vorstellen kann. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal ein Messer gestaltet und auf diese Art und Weise vielleicht nachbaut. Schreibt mir doch dazu einfach mal was in den Kommentarbereich oder macht ein Video davon, wie ihr euer Messer gebaut habt und stellt den Link bei mir unten in die Kommentarleiste. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bau eurer Messer und würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, meinen Kanal abonniert und natürlich auch beim nächsten Video wieder einschaltet, wenn ich mit dem Messer in den Praxistest gehe. Macht's gut, bis dann, ich bin raus. Wenn ihr auch zukünftig meine Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach meinen Kanal.